In dieser Folge sind wir auf einem indischen Surffest, wir stecken fest, finden einen leeren Stellplatz und landen schließlich in Rameshwaram. Wir verlassen das touristische Goa. Gehen noch einmal in unserem Lieblingssupermarkt einkaufen und fahren weiter nach Mangaluru. Dort fand nämlich ein indisches Open Surf Festival statt. Und das war um einiges größer, als wir zuerst gedacht hatten. Satish Pandey, please collect your jerseys from the beach marshal. Varghese Anthony, Raghat AP, Sandeep Malik, and for the seniors category, please. Just a second, we're waiting for the other guys. Hear my wish, no spot be a jellyfish floating. Und wir dachten uns, wenn schon alle so cool am Surfen und Skaten sind, dann müssen wir auch irgendwas machen. Also bin ich mit dem 12er raus und Steffen ist später mit dem 14er nachgekommen. Wie schon in Goa hatten wir ein bisschen zu wenig Wind, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Und dann haben wir einem jungen, talentierten Inder unser Skimboard geliehen. Das war ziemlich frustrierend. Für die ersten Versuche ist das nämlich schon ziemlich gut. Bei uns sieht das Ganze eher so aus. Luke hatte wahrscheinlich am meisten Spaß auf dem Surf-Festival. Viele Menschen, immer was los. Ein schöner, leerer, einsamer Strand, das wäre ja viel zu langweilig. Some say life is boring, but I disagree. I wake up and live my dream. Someday soon I'm gonna make it. In Indien ist immer alles hektisch, voll und laut. Hier hatten wir zum ersten Mal das Gefühl, dass Familien einfach nur ihre Freizeit genießen und Spaß haben. Sowas sollte eigentlich ganz normal und selbstverständlich sein, aber für uns war es in diesem Moment etwas Besonderes. Genauso war es toll, Inder zu sehen, die ihrem Hobby nachgehen. Uns ist auf der Reise immer wieder bewusst geworden, dass es nicht selbstverständlich ist, Freizeit oder ein Hobby haben zu können. drinking, that's just wasting
wasting time. I'd rather be spending it on working out. Some say I'm too uptight, but I disagree. I wake up in the Awesome, thank you guys. Awesome. Thank you. It's just like Bollywood in the movies. Okay? Okay, 1, 2. Alright. Thank you. Und nachdem Cricket-Star Steffen dann endlich fertig war, Selfies zu machen und einer ziemlich langen Siegerehrung, hat sich das Festival dann langsam dem Ende geneigt. Say cheese! Obwohl die Nacht für indische Verhältnisse mal richtig schön ruhig war, hat Luke das irgendwie anders gesehen und die ganze Nacht gebellt. Er hatte bestimmt seine Gründe dafür und einer muss ja aufpassen. Du warst aber ganz schön laut heute Nacht. Und auch für uns ging es langsam weiter. Die 3 Surfer und die Surfbretter haben wir zur nächsten Bahnstation gebracht. Und wir selbst sind weiter Richtung Süden gefahren. Steffen musste übrigens sehr viel hupen in Indien. Das gehört dort einfach zur Straßenverkehrsordnung. Ich hatte nur immer das Talent, genau dann zu filmen, wenn gerade nichts los war. Und dann haben wir unseren ersten indischen Elefanten gesehen. Auch wenn das hier sehr ruhig und majestätisch aussieht, so ist es leider so, dass Elefanten, die in dieser Art von Gefangenschaft leben, fast immer gequält werden. Ob es Arbeitstiere sind oder Elefanten, die als Touristenattraktion fürs Elefantenreiten dienen, ist dabei leider beides gleich schlimm. Die Fohlen werden oft brutal erzogen, damit sie später gehorsam sind. Hinzu kommt, dass die Elefanten meistens kurz angebunden die meiste Zeit ihres Lebens verbringen. Durch die hügeligen Teeplantagen sind wir immer höher gefahren. Die Temperatur wurde immer milder, die Luft immer klarer und die Straßen immer leerer, allerdings auch um einiges enger. Thank you. Thank you. Thank you. Good name. Action. Thank you. Thank you.
Costume, Indian costume. Local Indian costume. This is foreign costume. Okay, thank you, madam. You're welcome. Irgendwann kam dann der rettende Polizist mit Trillerpfeife und hat die Lage gerettet. Die beiden Busse waren aneinander vorbei, stand nur noch ein Bus im Weg rum. Na, ist das schön? Oh, süßer Hai. Na komm. Das war seit langem unsere erste richtig kühle Nacht und wir haben sogar unsere Winterschlafsäcke wieder rausgeholt. Und Luke ist abends, weil es ihm zu kalt auf dem Boden wurde, zu uns ins Bett gekommen. Es war unser erster richtig leerer Stellplatz in Indien, aber auch hier waren wir nachts nicht ganz ungestört. Es kam nämlich ein Parkranger vorbei, der uns gesagt hat, dass wir 200 Meter weiter parken sollen. In dieser Gegend würden wohl öfters Leoparden nachts kommen und auf dem anderen Platz sei es etwas sicherer. Und so haben wir nachts umgeparkt, danach war es aber mal so richtig ruhig. Ich weiß, ich sehe auf dieser Aufnahme hier gerade etwas fertig aus, aber mal im Ernst, wie seht ihr aus, wenn ihr morgens aus dem Camper aufsteht? Wahrscheinlich um einiges besser. Aber das nehme ich euch nicht übel. Und dann waren wir in Ramneshwaram, eine Spitze Indiens, die über die Adamsbrücke fast Sri Lanka berührt. Obwohl Sri Lanka zu dem Zeitpunkt so nah war, war es doch unglaublich weit weg. Es gibt keine Boote, keine Fähre, keine Bahn, keine Brücke, nichts, um nach Sri Lanka zu kommen. Der einzige Weg, um legal nach Sri Lanka einzureisen, ist mit einem Flugzeug. Aber das war für uns mit Hund und Auto ein bisschen schwierig. Wir hatten auch schon von Leuten gehört, die von Sri Lanka nach Indien gekitet sind. Dann sind sie in Indien zur Polizeistation gegangen, um dort Einreisestempel zu bekommen. Das hat dann allerdings nicht so gut funktioniert, weil sie ja aus Sri Lanka illegal ausgereist sind und nach Indien illegal eingereist sind. Wir haben in Ramneshwaram bei einer Kiteschule im Garten gecampt. Da war auch ein kleines Hotel dabei und es war für uns total schön, ohne Menschen um uns herum irgendwo zu campen und es uns auch einfach mal wieder ein bisschen gemütlich zu machen. Yum, yum. Get her! You have to shoot him.
Der Spot in Rameshwaran war unglaublich gut. Wir hatten Sonne, fast jeden Tag Wind, die Leute um uns herum waren einfach klasse und wir konnten uns kite-technisch endlich mal wieder so richtig austoben. Und vielleicht fragt man sich dann ja auch, warum wir unbedingt nach Sri Lanka wollten. Der Grund war, weil wir dort unsere Kite-Lehrerlizenz machen wollten, um anschließend als Kitesurf-Lehrer arbeiten zu können. Der Kite-Tourismus in Sri Lanka ist ziemlich groß und es kommen viele Europäer nach Sri Lanka. Deshalb ist auch die Nachfrage an deutschsprachigen Kite-Lehrern sehr gut. Für uns hieß es nämlich langsam, entweder wir finden einen Job oder wir müssen zurück nach Deutschland. Am liebsten wollten wir mit dem Auto nach Sri Lanka und so waren wir dabei, die Verschiffung vom Synchro zu organisieren. Ich greife jetzt einmal kurz ein bisschen voraus. Wir sind am Ende nach Sri Lanka gegangen. Wir haben dort unsere Lizenz gemacht und auch einen Job gefunden. Das alles allerdings ohne Auto. Es kam nämlich alles anders als gedacht. Aber das ist ein Thema für die nächste Folge. Okay. Tschüss.